Hallo, mein Name ist Holger Kruse von Holm und Laue. In diesem Video möchte ich das Native Calf Konzept vorstellen. Eine gute Kälberaufzucht kann die Leistung der Milchviehherde positiv beeinflussen. Das wissen wir seit Jahren. Aber die Kälberhaltung steht auch in der Kritik. Ist es da nicht an der Zeit, dass wir uns um eine naturnahe Kälberaufzucht Gedanken machen, auch ohne gleich auf Bio umstellen zu müssen? Das Native Calf Konzept beschreibt in 10 Punkten, wie auch konventionelle Betriebe eine tiergerechte Kälberaufzucht umsetzen können. Der erste und vielleicht wichtigste Punkt des Native Calf Konzepts ist die Kolostrumversorgung der Kälber. Wie Sie alle wissen, kommen die Kälber ohne Antikörperschutz auf die Welt. Wir sind für die Verantwortung der Kälber mit Antikörpern verantwortlich. Und hier gilt es, 3 Punkte zu beachten. Erstens müssen wir sehr schnell sein und das Kalb in der ersten Lebensstunde mit Biesmilch versorgen. Bereits 4 Stunden nach der Geburt ist die Aufnahmekapazität für Immunglobuline ins Blut um 50% reduziert. Der zweite Punkt ist die Qualität. Der Gehalt an Immunglobulinen im Kolostrum schwankt sehr stark. Im Durchschnitt wird unser Ziel von 50 Gramm Immunglobulin pro Liter in dieser Untersuchung zwar erreicht, doch die meisten Kühe liefern Kolostrum mit deutlich schlechterer Qualität. Daher ist das Testen des Kolostrums und die Auswahl des Kolostrums sehr, sehr wichtig. Und der dritte Punkt ist die Kolostrummenge. In dieser Tabelle sind die Ergebnisse der Blutuntersuchungen 2 Tage alter Kälber dargestellt. Bei mehr als 55 Gramm Protein sprechen wir von einer guten Immunität. Kälber, die weniger als 2 Liter Kolostrum tranken, hatten zu 90% keine ausreichende Immunität erreicht. Erst wenn wir mehr als 3 Liter vertränken, haben 70% der Kälber einen ausreichenden Schutz und werden fast nicht mehr krank. Somit lautet unsere Empfehlung, den Kälbern innerhalb der ersten 2 Lebensstunden 200 Gramm Immunglobuline zu verabreichen. Das bedeutet zum Beispiel 4 Liter mit 50 Gramm IgG oder 22% Brix. Kommen wir nun zum zweiten Punkt im Native Calf Konzept, der Fütterung von Transit- und Vollmilch. Transitmilch ist die Milch nach der zweiten Melkung, bis sie als Verkaufsmilch an die Molkerei geliefert werden kann. Sie hat einen höheren Nährstoffgehalt und enthält Antikörper, bioaktive Stoffe, Wachstumshormone und vieles mehr. Die Transitmilch fördert eine gesunde Entwicklung des Verdauungstraktes und schützt die Kälber weiter vor Erkrankungen. Daher sollten Sie diese Milch, solange sie verfügbar ist, auch an die Kälber vertränken. Anschließend empfehlen wir, die Kälber weiter mit Vollmilch zu versorgen. Vollmilch hat eine hohe Verdaulichkeit, denn das Casein ist die einzige Eiweißquelle, die junge Kälber verdauen können. Allerdings ist die Handhabung von Vollmilch manchmal kompliziert. Sie muss vom Melkstand zum Kälberstall transportiert und dort erwärmt werden. Außerdem ist es möglich, dass Vollmilch Keime wie Coli und Staphylokokken enthält. Doch durch eine einfache Pasteurisierung, wie zum Beispiel im Milchtaxi, können wir diese Keime effektiv bekämpfen. Obwohl Vollmilch das Beste für junge Kälber ist, setzen viele Betriebe auf den Einsatz von Milchaustauscher. Er ist sehr einfach in der Handhabung und in unterschiedlichen Qualitäten verfügbar. Junge Kälber benötigen Casein, das habe ich schon erwähnt. Diese Eiweißquelle findet man ausschließlich in Milchaustauscher mit Magermilchpulver. Für ältere Kälber sind aber auch Milchaustauscher, die auf Molkepulver basieren und gegebenenfalls mit Pflanzeneiweiß ergänzt werden, geeignet. Hier ist aber zu beachten, dass die Verdauung für junge Kälber sehr schlecht ist und es zu ernährungsbedingten Durchfällen kommen kann. Eine wichtige Information fehlt oft auf den Milchpulverdeklarationen: die Osmolalität. Unter Osmolalität versteht man die Konzentration löslicher Teile in einer Flüssigkeit. Die Zusammensetzung von Vollmilch und Milchaustauscher unterscheidet sich erheblich. Während in Vollmilch Laktose, Fett und Eiweiß sehr ausgewogen vorhanden sind, dominiert in Milchaustauschern die Laktose als Energiequelle. Gemeinsam mit den Mineralstoffen sorgt die Laktose für eine erhöhte Osmolalität der Kälbermilch. Wenn die Kälbermilch mit einer Konzentration von zum Beispiel 400 bis 600 Mikroosmo in den Darm gelangt, steht sie dort Flüssigkeitskonzentrationen in den Darmzellen und im Blut von nur 300 Mikroosmos gegenüber. Das kann dann dazu führen, dass Flüssigkeit aus dem Blut oder in den Zellen zurück in den Darm diffundiert.
Im Extremfall kann das dann zu ernährungsbedingten Durchfällen führen. Leider kann ich dieses Thema hier nicht weiter vertiefen, doch auf der Holm und Laue Webseite finden Sie einen Blog dazu. Kommen wir zum vierten Punkt des Native Calf Konzepts. Da sich das Verdauungssystem des Kalbes nur langsam entwickeln, müssen auch die Futterübergänge langsam vorgenommen werden. In den ersten 4 Wochen kann das Kalb fast ausschließlich Milchprodukte verdauen. Erst danach wechselt das Enzymspektrum im Verdauungstrakt langsam in Richtung Pflanzennahrung. Um Verdauungsprobleme zu verhindern, sollte der Übergang von Vollmilch auf Milchaustauscher langsam über 5 bis 10 Tage erfolgen. Auch der Wechsel später von Milchaustauscher zu Kraftfutter sollte idealerweise ein paar Wochen dauern. Bevor wir aber zum Futterplan kommen, möchte ich noch den 5. Punkt des Native Calf Konzepts vorstellen. Ein möglichst natürliches Trinkverhalten. Es beginnt mit der Trinkgeschwindigkeit. An herkömmlichen Tränkeeimern oder auch an Tränkeautomaten trinken Kälber häufig über 1 Liter pro Minute. Am Euter der Kuh nimmt das Kalb aber selten mehr als 200 bis 300 Milliliter pro Minute auf. Zudem produziert das Kalb beim Saugen an der Zitze der Mutter sehr viel Speichel. Dieser Speichel fördert die Verdauung der Milch. Daher empfehlen wir, sehr schwergängige Nuckel einzusetzen. Das zweimalige Tränken hat ein weiteres Problem zur Folge. Die großen Milchmengen, die in den Labmagen gelangen, führen dort zu sehr starken pH-Schwankungen. Ist die Milch einmal verdaut, ist das Milieu im Labmagen für viele Stunden sehr sauer, das heißt unter pH 2. Das kann zu Magengeschwüren führen. Verhindern können Sie das, indem Sie viele kleine Mahlzeiten pro Tag füttern, wie zum Beispiel am Calf Expert Tränkeautomaten. Und einen weiteren Punkt haben wir uns von Natur abgeschaut. Beim Saufen am Euter der Kuh streckt das Kalb das Maul nach oben und zieht an der Zitze. Auch die Tränkestationen unseres Calf Experts sind so gestaltet, dass das Kalb einen langen Hals machen muss, wodurch der Schlundrennreflex optimal ausgebildet wird. Den 6. Punkt des Native Calf Konzepts überschreiben wir mit metabolischer Programmierung. Darunter verstehen wir den Effekt, dass die frühe Ernährung des Kalbes einen langfristigen Einfluss auf die spätere Milchleistung in der Laktation hat. Diese Wirkung hier zu beschreiben, würde sehr viel Zeit kosten, aber anhand dieser Übersicht einiger Untersuchungen in der Vergangenheit kann man erkennen, dass eine Ernährung der Kälber mit einem höheren Nährstoffangebot später auch eine höhere Milchleistung zur Folge hat. Ich möchte aber trotzdem noch ein kleines Beispiel geben. Bereits im neugeborenen Kalb sind Euterzellen angelegt. Wenn Kälber nun mit viel Energie gefüttert werden, kann man hier sehen, dass 3-mal so viele Euterzellen bereits mit 8 Wochen Lebensalter angelegt sind. Wir können also durch eine gute frühe Ernährung die Ausbildung der Organe positiv beeinflussen. Das gilt auch für andere Organe wie Herz, Lunge, Leber, Eierstöcke und so weiter. Mit welcher Tränkemenge kann ich jetzt diese metabolische Programmierung erreichen? Unser Tipp: Füttern Sie einfach die Menge, die das Kalb natürlicherweise zu sich nehmen würde. In dieser Grafik kann man erkennen, dass die Kälber bei freier Milchaufnahme zwischen 10 und 15 Liter Milch trinken würden. Wenn wir die Kälber nun ausschließlich mit 6 bis 8 Liter füttern, entspricht das nur der Hälfte des Energiebedarfs, die das Kalb normalerweise hat. Nun wissen wir, dass wir den Kälbern mehr Milch füttern sollen. Bleibt noch die Frage, wie lange wir diese Milch vertränken sollen. Sie haben bereits gelernt, dass die Kälber erst nach ca. 4 Wochen Enzyme entwickeln, die es ihnen ermöglichen, pflanzliche Nahrung zu verdauen. Daher wurden die Kälber früher bereits mit 5 bis 6 Wochen von der Milch abgesetzt. Anhand der linken Grafik kann man erkennen, dass die Energieaufnahme zum Zeitpunkt des Absetzens stark zurückgeht. Ein sogenannter Absetzknick ist zu sehen. Für ca. 2 bis 3 Wochen wachsen die Kälber nicht oder verlieren im schlimmsten Fall sogar Gewicht. Selbst wenn man das Absetzen um 2 Wochen verzögert, wie in der rechten Grafik, sind die Kälber nicht in der Lage, die fehlende Energie aus der Milch durch mehr Kraftfutter zu kompensieren. Auch hier können wir den Absetzknick beobachten. Unsere Empfehlung ist daher, die Milch nicht in 1 oder 2 Schritten abzusetzen, sondern langsam über mehrere Wochen zu reduzieren. Neuere Untersuchungen legen sogar nahe, dass eine längere Trinkphase von 12 bis 14 Wochen zusätzliche Vorteile für die langfristige Entwicklung der Kälber bietet. Als Goldstandard sollte jedoch das Kalb dienen. Nur wenn Sie das Körpergewicht des Kalbes kontrollieren, können Sie auch den richtigen Absetzzeitpunkt ermitteln.
Der 8. Punkt des Native Calf Konzepts ist die Fütterung von Kraftfutter. Wir müssen darauf achten, dass das Kraftfutter leicht verdaulich ist. Doch zu hohe Stärkegehalte im Kraftfutter können zu einer Dünndarmazidose führen. Das ist oft bei Absatzkälbern zu beobachten, wenn die Kälber zum Beispiel struppiges Fell bekommen oder nach dem Absetzen an Durchfall leiden. In jedem Fall sollten den Kälbern neben Kraftfutter auch früh Strukturfutter wie Heu oder gehäckseltes Stroh angeboten werden. In den letzten Jahren hat sich eine Mischung von Kraftfutter und diesem gehäckselten Stroh, die sogenannte Trocken-TMR, durchgesetzt. Bisher haben wir uns schwerpunktmäßig um die Fütterung der Kälber gekümmert. Doch der 9. Punkt des Native Calf Konzept umfasst die Kälberhaltung. Vielfach werden Kälber immer noch in Einzelboxen gehalten. Das entspricht nicht den natürlichen Bedürfnissen des Kalbes, da es ein Herdentier ist. In den letzten Jahren sind gerade aus Kanada und den USA viele Untersuchungen erschienen, die den Vorteil der Pärchen- oder Gruppenhaltung ausgewiesen haben. Diese Kälber zeigen nicht nur eine bessere Gesundheit und ein schnelleres Wachstum, sie haben auch eine bessere soziale Entwicklung und sind lernfähiger. Das ist besonders in Zeiten, in denen automatische Melk- und Fütterungssysteme populär sind, sehr, sehr wichtig. Bei der Gruppenhaltung kann man unterscheiden zwischen der sogenannten Pärchenhaltung, der Haltung in kleinen Gruppen von 5 bis 10 Kälbern oder auch größeren Gruppen, wenn zum Beispiel ein Tränkeautomat zum Einsatz kommt. In jedem Fall ist die Gruppenhaltung die natürlichste Alternative zur Aufzucht mit der eigenen Mutter. Der letzte Punkt des Native Calf Konzepts ist eigentlich kein eigenes Kapitel, sondern die Empfehlung aus den vorgenannten Erkenntnissen. Denn die Anforderungen an Gruppenhaltung, hohen Tagesmengen in kleinen Portionen, schonenden Futterübergängen und langsamen Abtränken können Sie eigentlich nur am Tränkeautomaten ideal umsetzen. Jüngste Praxiserfahrungen zeigen, dass die Kälber bereits mit sehr frühem Alter von 2 bis 3 Tagen erfolgreich am Automaten angelernt werden können. Das reduziert nicht nur die Arbeitsbelastung, sondern fördert auch das Tierwohl ihrer Nachzucht. Und mit diesem Ziel sind wir ja angetreten. Wir wollen dem Kalb die zweitbeste Alternative zur Aufzucht an der Mutter bieten. Maximales Tierwohl bei gleichzeitig geringer Arbeitsbelastung und sehr guter Aufzuchtleistung. Sie können alle 10 Punkte des Native Calf Konzepts im Blogartikel auf der Homepage von Holm und Laue nachlesen. Folgen Sie einfach diesem QR-Code. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viele gesunde und zufriedene Kälber und Ihnen viel Spaß bei der Arbeit. Ihr Holger Kruse.